Willkommen in Aruba. Wir legen in Oranjestadt an. Nach vorne kann man bei der AIDA Perla nicht wirklich gut sehen. Vorbei an der Norwegian Prima geht es zu unserem Liegeplatz. Den sehe ich allerdings nicht so richtig. So ging es früher, Seefahrt. Da hat man den Pool für sich allein. Vor uns liegt noch ein Schiff, deshalb stehen wir etwas über das Hafenbecken hinaus. Der Pilot holt sämtliche Achterleinen ein und bringt sie an Land. Vorne sind die Leinen schon an Land festgemacht. Die Perla hat auch einen Skywalk direkt an den hinteren Aufzügen. Von hier kann man gut das Ein- und Auslaufen beobachten. Das Befestigen der Leinen wird komplett mit dem Pilotboot durchgeführt. Flagge am Heck ist auch gesetzt worden. Das Festmacherfahrzeug ist jetzt da drüben. Und der holt sich jetzt noch eine neue Leine. Wird die dann da drüben hinlegen. Aber dann kann der heute nicht rausfahren. Er fährt auch erst am Montag wieder. Aruba ist quasi eine Provinz im Königreich der Niederlande. Wir sind nur 25 Kilometer von Venezuela weg. Wir sind also in Südamerika. Wir lassen es langsam angehen und machen heute keinen Ausflug zu den schönen Stränden. Das war auch gut so, denn heute war kein Strandwetter. Ja, auf der anderen Seite ist alles flach. Die Norwegian macht so richtig gelben Qualm, das sieht nicht gut aus. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Nach dem Kaffee esse ich erstmal Kleinigkeiten. Und dann werden wir ein wenig rausgehen. Wir haben heute Vormittag noch davor freie Verfügung. Dann werden wir ein bisschen in der Stadt rumgehen und heute Nachmittag werden wir einen kleinen Ausflug machen. Draußen kann man auch sitzen, aber das ist so warm und in der Sonne, da haben wir keine Lust. Wir schauen uns das zweite Weltrestaurant an. Da wir später frühstücken, ist es nicht mehr so voll. Das Frühstücksangebot ist fast identisch mit den anderen Buffet-Restaurants. Alles sehr übersichtlich. Auf dem Rückweg kommen wir am Brauhaus vorbei. Das ist jetzt nur noch abends auf. Mittag haben die geschlossen. Hier ist aber abends immer Party. Riesige Tanks. Da sieht man, was für ein Bier drin ist. Na, da geht es heute Abend erst los. Speisekarte. Da kann man auch lernen, wie man Bier braut. Und wer Lust hat, kann auch im Theater ein bisschen Informationen über Aruba finden. Wir verlassen das Schiff für einen kurzen Abstecher in die Stadt. Wie in der Karibik üblich, muss man sich durch eine Flut von Andenken und Souvenirläden quälen. Na? Die halbe WhatsApp-Gruppe geht auf Erkundungstour. Bei dem Bus kommt ja gleich schon ein karibisches Flair auf. Caribbean Rum. Wer in solch einem Bus eine Rumtour macht, hat viel Spaß und gute Laune. Das kleine Schiffchen hier fährt einmal in der Woche raus für 2 Tage. Das ist noch Kreuzfahrt von früher. Der Captain ist auch schon über 80 Jahre alt. Auf Aruba könnte man alle Ausflüge auf eigene Faust buchen. Wir haben uns aber für einen AIDA-Ausflug entschieden, weil wir da keine Probleme mit dem Zeitmanagement haben. Man sieht hier, man hat überhaupt keine Probleme, Touren zu finden mit dem Taxi, die auch über die Insel fahren. Das Schiff da vorne, die AIDA Perla, und hier die Free Winds. Und da vorne ist die Norwegian Prima. Und es ist windig. Hier geht's raus. Und auch hier gibt es City Tours. Oh, da drüben steht unser Schiff. Und wir sind hier auf so einem kleinen Markt. Schauen wir uns mal an, der lokale Markt. Jetzt kriegst du überall das Gleiche eigentlich. Ne? Das ist eigentlich, der ganze Markt besteht ja eigentlich aus dem gleichen Zeug. Ich würde ja gerne ein Käppi kaufen, aber hier steht überall Aruba drauf. Ich hätte gerne eine mit Karibik oder sowas. Die ganze Stadt hier ist ein Souvenirladen. Big Brother is watching you. Hier ist die Luxusmeile. Louis Vuitton
Prada, Rennes, Cartier, alles da. Da kommen Erinnerungen auf. Unser erstes großes Boot. Unsere alte Bayliner ist jetzt auf Aruba. Alles sehr schön. Die Fischerboote zum Angeln rausfahren. Hier müssen wir dann mehr Zeit haben. Das nenne ich mal karibisches Flair. Türkises Wasser. Ein zweites Schiff sind wir. In der Hafen. Toll. Da ist ein Leguan. Hier hinten am Marketplace gibt es einige Restaurants, wo man auch essen kann. Aber wir haben ja Verpflegung am Schiff. Kannst du noch telefonieren? Und Ich rufe mal zu Hause an. ja, aber WhatsApp geht damit nicht. Merry Christmas. Hier gibt es natürlich ein Erinnerungsfoto. Eigentlich sollte er mal wegfliegen, aber er wollte nicht. So einfach kann Wasserversorgung sein. Und das ist Strom. Alles VDE geprüft. Die Silva Nova ist etwas luxusmäßig. Und hier ist die Submarine. Hier hätten wir unseren U-Boot-Ausflug vermutlich auch buchen können. Man erkennt den niederländischen Einfluss, es wirkt alles sehr aufgeräumt und ordentlich. Vieles ist noch im Kolonialstil, gefühlt aber besteht die Uferpromenade nur aus Souvenirläden. Hier gibt es sogar einen Sandstrand. Also gleich hier baden gehen. Wenn man denkt, was gestern noch los war, am Seetag, ist das heute richtig entspannt. Kein Mensch, alles frei. Keine Prügelei um die Liegen. Auch an der Bar ist nichts los. Das Fuego hat mittags immer auf. Da kann man dann gut hingehen und auch was trinken, Kleinigkeit essen. Hier gibt es auch eine Baby Corner. Und da ist alles für kleine Kinder gesorgt. Da kann man sich das Essen anrichten. Toll gemacht. Unten sind noch die Gläschen. Unten sind auch die Gläschen. Hip hip hurra. Ja, es ist Ausflug, deshalb ist es heute sehr entspannt. Ja. Vorbei an der Pizza. Hallo. Ostjägerschnitzel und Kartoffelbrei. Lecker. Im Grunde gibt es hier immer das Gleiche. Ah, ich sehe schon was Gutes, Wurstsalat. Aber man wird satt. So, mal gucken, was gibt es heute zum Nachtisch. Kuchen und Vanillepudding mit Himbeersoße, das hört sich schon mal gut an. Und hier sind dann wieder die Getränke. Essen war lecker hier. Und eine kleine Stärkung, bevor es gleich aufs U-Boot geht. Hat hier auch einen tollen Blick direkt über die Insel. Fenster rein, ja, kommen hier vorbei. Ja, es regnet hier auf Aruba. Und wir haben Glück, wir haben ja einen Tauchfahrt gebucht. Da ist es gleich egal, ob es regnet. Aber für Strandurlaub war es heute nicht so ideal gewesen. Obwohl, wenn man da hinten sich anguckt, ist der Himmel blau. Ansonsten ist es auch Windstärke 6. Also jetzt wird es doch doller. Bei Windstärke 6 wird man am Strand sowieso nur den Sandstrahl. Aruba liegt außerhalb der Tornadozone und bekommt die kühlen Passatwinde ab. Es ist keine Regenwandinsel, sondern eher trocken. Aber davon merkt man gerade nichts. Wir warten im Regen drauf, dass wir zum Zubringerboot gebracht werden, das uns dann zum U-Boot bringt. Vorbei am Flamingo Beach, bekannt für seine freilaufenden Flamingos. Ein gestrandetes Fischerboot. Da ist es auch schon. Auch im Urlaub wollen wir mit allen möglichen Arten von Booten fahren. Jetzt ist es halt mal ein U-Boot geworden. Wir gehen heute mal unter Wasser. Wir steigen ins U-Boot, Platzangst sollte man da natürlich keine haben. Jetzt alle rückwärts hier runter. Da geht's mal ins U-Boot. In der Hoffnung, dass ich wieder aufsteige. Und schön rückwärts gehen. Geht steil bergab. Papa, guck mal.
Ja. Können wir alles hier sehen. Über 20 Meter. Dahinter sind die richtig großen, dicken Fische. Also das ist ebenfalls ein versunktes Wrack von über 100 Jahren. Das heißt, das ist auch wirklich wie ein Hotel für die Tiere, wo sie auch wirklich leben. Und dann sehen Sie auch gleich einen Riesenfisch. Wenn Sie einmal kurz gucken auf der rechten Seite, haben Sie einmal einen schönen fetten Fisch. Genau, also wir sehen einmal einen schönen Fischfang auf der rechten Seite. Also eigentlich sollte es ein Partyboot sein. Wir sehen ja jetzt auch, was draus geworden ist. Das Partyboot ist entstanden. Ein tolles Gefühl. Wir sinken bis auf 47 Meter Tiefe und sehen 3 Wracks und auch ein paar Fische. Natürlich ist es in der Tiefe alles nur noch blau. Die Sicht ist leider nicht so klar wie erhofft. Also das Schiffswrack wird nicht als Hotel für die Schiffe benutzt, das ist also für die Fische benutzt. Das ist wirklich einfach ein genutztes Schiffswrack, was aus Holz besteht. Ja. Da ist wieder der andere. Nach einer Stunde geht es wieder nach oben. Der Ausflug mit dem U-Boot war ein richtig schönes Erlebnis. Wir waren noch nie so tief unter Wasser. Wer allerdings viele Fische erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Die Sicht war leider nicht so gut. Ciao. Ciao. Aber das Gesamtergebnis zählt und das war außergewöhnlich. Würde ich sofort wieder machen. Ja. Entspannt geht es zurück zum Schiff. Wieder vorbei am Wrack des Fischerbootes. Der Regen verfolgt uns schon den ganzen Tag. Viele Pelikane am Himmel. Hier gibt es natürlich auch viele Sportboothäfen mit vielen Yachten. Ein entspannter Ausflug geht langsam zu Ende. Auf der Rückfahrt geht unter der Einflugschneise des Flughafens durch. Da kommt gerade ein Flieger rein. Ein schöner Anblick. Dann erreichen wir wieder den Hafen mit den Kreuzfahrtschiffen. Das war wirklich ein schöner Ausflug. Ja, dann gehen wir zum Zubringer. Kommen wir gleich in die Security-Area vom Hafen rein. Müssen wir nicht außenrum. Die Norwegian legt ab. Heute sind wir hier im East. Asiatisches Restaurant. Und dann haben wir uns hier einen Tisch genommen. Ja, dann ist man. Echt? Also, wir sind ja früher so Frisch zubereitet. Okay. am Ende. Ja, oder vorher, das Ding. Ja, das Übliche. Gibt es da sonst noch? Okay. Salate. Ah, die Nachtisch, das sieht ja schon gut aus. Suppen. Das sieht schon mal gut an. Knusprige Ente. Ein kurzer Rundgang durchs East, ein asiatisches Buffet-Restaurant, wo auch Getränke und Speisen kostenlos sind. Gibt es auch auf anderen AIDA-Schiffen.
Guten Abend, liebe Gäste, und herzlich willkommen zur Primetime. Herzlich willkommen bei uns. Danach geht es zur Primetime mit Tobias, dem Kreuzfahrtdirektor. Um 20 Uhr erwartet er jeden Abend spezielle Gäste, Interviewpartner und vieles mehr. Und da geht es bestimmt ganz vielen von Ihnen ganz genauso. Viel Spaß mit Da Funk und Dancing Queen. Dann geht es zum Auslaufen. Immer ein emotionaler Moment. Maximal. Wir verlassen Aruba auf dem Weg nach Curaçao. Wir beenden den Abend mit einer fantastischen Lasershow, die findet jeden Abend um 22 Uhr im Beach Club statt. Das war ein toller Tag auf Aruba und wir kommen gerne wieder.